Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es mein nächstes Video zur DJI Neo. Im ersten Video habe ich ja so den Erstflug unternommen. Ich kann euch das mal hier oder da oben verlinken, da könnt ihr euch das mal anschauen. Heute möchte ich das Ganze ausprobieren mit dem DJI RC2 Controller. Im ersten Video hatten wir ja so ein bisschen das Problem, nicht das Problem, aber die Bildqualität war jetzt nicht so überzeugend, wie sie vielleicht sein könnte. Man kann sie einfach übers Mobiltelefon, über die App im Smartphone nicht wirklich anpassen. Mit dem Controller hier ist es was anderes und ich starte den jetzt mal, damit der gleich geladen ist. Heute will ich einfach mal probieren, was passiert, wenn man das mit dem Controller verbindet. Wir haben jetzt hier, ja, es ist 18:15 Uhr oder sowas. Die Sonne geht in einer Stunde, 1,5 Stunden unter. Das Licht dürfte also noch ausreichen, hoffe ich. Wir werden es dann gleich sehen. Und dann schauen wir einfach mal, was die Bildqualität so hergibt. Ja, ich starte die kleine Drohne hier auch direkt mal, dass die geladen ist, weil es soll natürlich auch gleich losgehen. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit. 18 Minuten hat der Akku, glaube ich, 17, 18 Minuten. Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt, sorry. Und ja, ich habe hier jetzt schon mal die Verbindung. Dann bin ich mal gespannt. Ich tue hier mal die Bildschirmaufnahme starten. Genau. So, und jetzt dürftet ihr hier auch das Bild von der Drohne sehen, also auf der Fernbedienung. Die meldet hier jetzt gerade noch, Achtung, keine Satellitenpositionierung. Das wird die hoffentlich gleich ja, reinholen. Ich setze das Ganze hier einfach mal in die Luft und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich will sie aus der Hand. Ich starte sie nicht aus der Hand. Ich lege sie hier kurz hin. Ab geht's. Ich fliege mal ein bisschen weiter weg, dass ihr mich auch noch verstehen könnt. So, ihr solltet ja den Bildschirm hier sehen. Wir drehen uns direkt mal in die Richtung. Wie ihr seht, ich habe hier jetzt noch die ganze Kameraqualität auf Auto so gesehen. Ich nehme hier jetzt direkt mal ein Video auf, fliege mal kurz ein bisschen durch die Gegend. Ich stelle es mal auf Sportmodus. Cool, da geht sogar ein bisschen richtig was. Und dann könnt ihr hier jetzt mal die Bildqualität einfach bewerten. Wir machen hier mal so einen kleinen Schwenker. Wir sehen hier mich stehen. Wir können ja mal hinter die Kamera fliegen. Dann seht ihr mal, was da so für ein Unterschied entsteht. Von einer gescheiten Cam. So, also hier jetzt mal der Vergleich DJI Neo mit Panasonic S5 Mark II X. Ja, wir schauen jetzt einfach mal die Bildqualität. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, die Einstellungen sind alle auf standardmäßig. Wenn wir hier jetzt mal ins Kameramenü gehen, dann sehen wir hier auch schon die Auswahl vom Format. Farbe können wir leider nicht ändern. Ich beende mal kurz die Aufnahme. Wir haben hier unter Kamera dann nämlich die Möglichkeit, den Stil zu verändern. Wenn wir hier drauf gehen, sehen wir können Schärfe und Rauschminderung anpassen. Und das will ich jetzt mal tun. Wir nehmen mal komplett die Schärfe raus, weil wir haben ja im anderen Video gesehen, das Bild war richtig überschärft. Also das war zu scharf. Man hat es gern scharf, aber nicht so überschärft, dass die Kanten wirklich so einen riesen Kontrast aufweisen und das Ganze einfach nur noch scheiße aussieht. Sorry für das Wort. Wir nehmen auch die Rauschminderung mal raus, schauen mal, was die Kamera dann so leisten kann. Und vor allem, wir gehen jetzt hier mal in den manuellen Modus. Und da schauen wir jetzt einfach mal, Weißabgleich, okay, den können wir mal 5200 Kelvin, den lassen wir mal so, 4K mit 30 Bildern. Mehr geht leider nicht. Wenn wir hier auf 1080p gehen, dann haben wir hier noch 60 Bilder, okay. Wir machen das Ganze aber natürlich in 4K und ich will ja die höchste Bildqualität haben. Bei Farbe sind wir normal, da kann man leider den D-Log nicht auswählen. Das wäre natürlich noch ein bisschen mehr. Ich fliege mal ein Stück noch weg. So, Format, okay. Hier unten haben wir dann die Einstellungen zur Kamera. Da sind wir jetzt. Ich bin schon einmal geflogen, deswegen war das Ganze jetzt auf ISO 100 festgehalten. Im Automodus wird das aber natürlich alles nachgereicht. Wir sind jetzt hier ISO 100, Verschluss,
320. Eine 320. Wir können ja hier mal noch ein bisschen mehr Licht rausholen. So, und jetzt nehmen wir direkt mal noch ein Video auf und schauen, wie das Ganze aussieht. Vielleicht performt das jetzt alles ein bisschen besser. Schauen mal hier, ich kann jetzt hier auch direkt wieder neben die Kamera stehen. Da kommt sie angesummt. So, wir bringen die hier in Position, schauen, dass wir hier nicht in den Busch fliegen. So. Den Gimbal können wir mit der Fernbedienung auch steuern, das ist natürlich richtig toll. So, jetzt haben wir hier die Kameras wieder nebeneinander. Wie gesagt, ich bin hier im manuellen Modus. Ich nehme hier mal noch ein bisschen mehr Zeit, damit ich noch so ein bisschen heller erscheine. So, schon fast zu hell. So, hier habt ihr wieder den Vergleich. Einmal die professionelle Kamera und einmal die Nio, was die so kann. Mal schauen, wir fliegen jetzt mal einfach noch eine Runde. Können ja auch mal hier ein bisschen im dunklen Bereich fliegen. Also zumindest hier auf dem Bildschirm sieht es echt gar nicht so schlecht aus. Mal schauen, wie es dann auch nachher wirklich auf dem großen Bild richtig rüberkommt. Auf den Bildschirmen sieht es eigentlich immer gut aus. Ich mache jetzt hier das Video mal mit den Einstellungen, die ich euch gezeigt hatte. Ich will aber gleich nochmal ein Video machen, wo ich die Schärfe rausnehme. Wir machen hier mal Stopp. Ich gehe nochmal ins Kameramenü auf den Stil und nehme mal die Rauschminderung auf 0 und nehme mal noch ein Video auf. Bin mal gespannt, was da dann, ob man da einen Unterschied sieht. Das Rauschen, das nimmt euch ja immer so ein bisschen die Schärfe raus. Deswegen ist es halt so eine Sache, klar. Rauschen im Bild ist auch nicht so berauschend. Haha, Wortwitz. Aber schauen wir einfach mal. So, das sind wir wieder. Jetzt natürlich mit dunklen Bereichen. Ich mache jetzt dasselbe einfach nochmal. Ich fliege hier durch den dunklen Weg, weil gerade hier müsste dann die Rauschminderung ein bisschen mehr zuschlagen. Vielleicht lege ich euch das gleich mal nebeneinander, dass ihr das im Video sehen könnt. Ich kann jetzt hier natürlich am Bildschirm das selber erstmal nicht richtig bewerten, weil da sieht mehr oder weniger erstmal alles relativ gut aus. Wie gesagt, das zeigt natürlich nicht alles. Schauen wir uns das dann einfach später mal an oder ihr könnt es euch anschauen. Ihr könnt das Ganze ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich bin auch gespannt, was hier die Akkulaufzeit noch macht. Wir sind jetzt bei 50%, 49% Akku. Und ja, mehr oder weniger 7 Minuten geflogen, wenn ich hier meine Aufnahmezeit vom Controller sehe. Ganz schön was los hier am Häckselplatz am Sonntagabend. So, wir können hier immer noch gucken. So, der kommt jetzt hier mit seinem Auto und parkt da einfach mal mitten ins Feld. Noch cooler, der steht einfach ins Bild. Servus. Hallo? Wir wollen auch gerade Fotos machen. Okay, ich mache hier ein Video über die Drohne. Videos. Ja, Avatar. die Nio, die neue DJI Nio, die kleine. Nio, kenn ich gar nicht. Hier kannst du, warte, so. Die kam vor 2 Wochen oder so raus. Die ist ein paar Wochen alt, oder? 2 Wochen oder sowas.
Aber wartet mal. Ist die gut? Es ist, ich zeige euch das gleich mal, ist nämlich ziemlich cool. Ich muss nur hier, ich mache da gerade ein Video, deswegen. Ja, ein Carbon. Ich mache hier mal Stopp.